Ein Horrorunfall mitten in Berlin. Es war Chaos, ein Trümmerfeld. Das sah aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. 2 junge Männer hatten sich ein Wettrennen geliefert. Dabei starb ein Unbeteiligter. Die Verletzungen waren wirklich brachial. Die Tachonadel war stehen geblieben bei 212. Für ihn war die Straße eine Rennbahn. Wir müssen quasi in den Kopf der Täter rein. Sie haben sich wirklich wie die Könige des Kuhdamms benommen. Kein Verkehrsunfall, sondern Mord. Im Prozess um ein illegales Autorennen sind heute 2 Berliner Raser wegen Mordes verurteilt worden. Wir haben trotzdem noch nicht so dran geglaubt, haben uns dann aber auch immer gefragt, ja, was denn dann? Das Urteil lautet erneut lebenslange Haft wegen Mordes. Dieses Urteil wurde rechtskräftig, erstmalig in der bundesdeutschen Geschichte. Berlin-Kurfürstendamm. Rund um die Gedächtniskirche ist immer Trubel. 7 Tage die Woche. Fast rund um die Uhr. So auch am 31. Januar 2016. Ein Sonntagabend. Menschen eilen vom Kinobesuch heim. Touristen bummeln über den Kuhdamm. Es ist ein kalter Winterabend, 4 Grad Celsius. Dann wird es Mitternacht. Der Nachtdienst verlief bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir den Verkehrsunfall über Funk bekommen haben, ruhig. Ein Horrorunfall mitten in Berlin. Es war kein gewöhnlicher Verkehrsunfall und die Bilder machten das auch deutlich. Der Aufprall der Fahrzeuge war so heftig, dass Steine splitterten, eine Ampel zerbrochen ist. Der Ort des Geschehens, Nürnberger Ecke Tauentzienstraße, Berlin. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich das erste Mal von dem Verkehrsunfall am Tauentzien gehört habe. Ich war im Nachtdienst und wir haben den Einsatzauftrag über Funk bekommen, zu diesem Verkehrsunfall hinzufahren. Mein Name ist Sören Marquardt und ich bin Polizeibeamter im Land Berlin. Sören Marquardt hat Nachtschicht. Seit 18 Uhr bereits. Die Meldung, die wir erhalten haben, war ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich Tauentzien und dass weitere Unterstützungskräfte benötigt werden. Die erste Gruppe von uns ist bereits eingetroffen gewesen, sagte, wir brauchen Hilfe. Als Zugführer macht sich der Polizeihauptkommissar mit 20 Kolleginnen und Kollegen sofort auf den Weg. Einen Kopf darüber gemacht, was mich erwartet, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt Standardaufträge, die abgearbeitet werden können oder die man berücksichtigen muss. Das, was mich im Nachgang dort dann wirklich erwartet hatte, habe ich im Vorfeld mir nicht zu gedenken vermag. Als ich am Unfallort eingetroffen bin, galt es als erstes, mir einen Überblick zu verschaffen. Den ersten Blick, den ich erlangen konnte, es war Chaos, es war ein Trümmerfeld. Auf einer Strecke gefühlt von 100 bis 150 Metern lagen Autos. Ein weißes Kraftfahrzeug.
Ein Bereitschaftspolizist dokumentiert die ersten Minuten nach dem Eintreffen der Polizei am Unfallort mit der Videokamera. Kennzeichen kann nicht mehr aufgenommen werden. Es war unübersichtlich. Ich wusste nicht, was, wie, wer, wo ist, wo gibt es Verletzte und geschweige denn irgendwas zum Unfallhergang. Mein erster Auftrag bestand darin, Rücksprache mit der Feuerwehr zu halten. Dort habe ich mit dem Einsatzleiter gesprochen und wir haben uns aufgeteilt. Zum einen, dass wir eine weiträumige Absperrung aufgebaut haben, die wir immer größer gemacht haben, um somit der Feuerwehr das Arbeiten zu ermöglichen, ohne durch Schaulustige oder andere behindert zu werden. Zum anderen galt es darum, mögliche Beweismittel vor Ort zu belassen und das Ganze nicht zu zerstören, die Unfallstelle so weit es geht im Ursprung beizubehalten. Fahrzeugteile sind auf der Fahrbahn und auf dem Gehweg und auf der Mittelinsel und ca. 10 Meter dahinter in Richtung Wittenbergplatz ein weiteres rotes Fahrzeug mit Berliner Kennzeichen. Hier nochmal ein großer Überblick über die Fahrbahn. Die weitere Absprache mit der Feuerwehr bestand darin, dass wir gegenläufig zweimal die Unfallstelle komplett abgelaufen sind, um festzustellen, wie viele Beteiligte finden wir vor. In einem völlig zerstörten Geländewagen machen die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung. So, ich beginne jetzt mit dem ersten Fahrzeug. Es handelt sich hierbei um das rote Fahrzeug. Im Fahrzeug eine leblose Person. Ich habe mich zusammen mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr, der Notärztin, zu dem Jeep begeben. Und es galt darum abzustimmen, wie wird dieser Jeep jetzt angehoben durch die Feuerwehr, um die Person daraus zu retten. Die Notärztin ist dann noch mal halb in den Jeep reingekrochen, hat die Person untersucht und hat dann gesagt, dass sie verstorben ist, dass hier keine Rettung mehr durchgeführt werden muss. Die Einsatzkräfte rufen sofort die Leitzentrale der Berliner Unfallgutachter an. Dort hat Michael Weide in dieser Nacht Bereitschaftsdienst. Bereitschaftstelefon der Berliner Unfallanalytiker, Weide, guten Tag. Ich bin Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle. Mein Name ist Michael Weide. Ich bin als solcher öffentlich bestellt und vereidigt und mache das seit 1992. Ich kann mich noch sehr genau an den Anruf erinnern, tatsächlich auch. Ich hatte geschlafen, ich lag schon im Bett, ist dann ganz früh, kurz nach Mitternacht gewesen, dass ein Anruf des Bereitschaftsdienstes kam. Und ich erinnere mich noch daran, dass der Kriminalbeamte, der mich angerufen hat, gesagt hat, es ist mit dem Ableben zu rechnen. Und dann, warte mal, nee, er ist verstorben jetzt, er ist verstorben. Der Gutachter ist durch den Verkehrsermittlungsdienst bestellt worden. Und dass ein Gutachter hinzugezogen wird, ist normal bei tödlich verlaufenden Verkehrsunfällen. 2- bis 3-mal im Monat werden die Berliner Unfallexperten zu solch schweren Unfällen gerufen. Für Dr. Weide ist es zunächst ein Routineeinsatz. Die Bedingung dafür, dass ein Sachverständiger an den Unfallort gerufen wird, ist, dass entweder eine Person getötet wird, also direkt vor Ort verstirbt, oder aber mit dem Ableben zu rechnen ist. Ich erinnere mich tatsächlich noch auf die Anfahrt dahin. Ich weiß noch genau, wie ich da an der Orania abgebogen bin, dann in Richtung Wittenbergplatz. Also es war für mich zunächst überhaupt nichts Besonderes. Und
wie ich dann auf die entgegengesetzte Richtungsfahrbahn gefahren bin, um halt eben dann dort zu parken, weil die Polizei dort auch stand und den Verkehr abgesperrt hatte. Also entgegen der Richtungsfahrbahn habe ich dann geparkt, das weiß ich noch. Das war für mich ein ganz normaler Verkehrsunfall, wie ich sie schon wirklich 100-fach in meinem Leben erlebt habe. Doch da täuscht sich der Gutachter. In dieser Nacht ist alles anders. Bei seinem Eintreffen gegen 1:20 Uhr ist die Situation noch immer völlig unübersichtlich. Kollegen und Kolleginnen sind nebeneinander über die Einsatzstelle gelaufen und haben Personen dort festgestellt bzw. befragt, wenn sie da drin waren, in welcher Art und Weise gehören sie dazu. Es wurde unter angrenzende Büsche geguckt, es wurde noch mal genau in den Fahrzeugen geguckt, nicht, dass sich dort irgendwelche Personen befinden. Wir laufen jetzt in Richtung Wittenbergplatz von der gerade eben genannten Kreuzung. Inzwischen haben die Einsatzkräfte 2 Fahrer und eine Beifahrerin ermittelt, die am Unfall beteiligt waren. Wie durch ein Wunder haben die 3 nur relativ leichte Verletzungen. Fangen wir an mit dem ersten unfallbeteiligten Fahrzeug. Es gab dann Personen, die den Fahrzeugen zuzuordnen waren. Die sind zentral bei der Feuerwehr an den Rettungswagen gesammelt worden. Verursacher des Verkehrsunfalls habe ich nur ganz, ganz kurz gesehen und nur zu dem Zeitpunkt, als sie als Beteiligte des Verkehrsunfalls am Rettungswagen gesammelt worden sind. Sie waren unverletzt, sie sind durch uns rechtlich belehrt worden und ich habe keinen weiteren persönlichen Kontakt bis auf kurz an den Rettungswagen mit ihnen gehabt. Gegen 2 Uhr. Der gesamte Unfallort in der Nähe der Gedächtniskirche ist jetzt weiträumig abgesperrt. An der Absperrung lief zu einem mir nicht mehr bekannten Zeitpunkt irgendwann ein Zeuge auf, der mitgeteilt hat, dass sie wohl zuvor über den Kudamm gerast seien. Ich selbst, ich habe mich durchaus kurz gefragt, wie es zu diesem Unfall kam, aber ich habe wirklich keine Zeit, keinen Platz, keinen Raum dafür gehabt, darüber nachzudenken, ob hier ein illegales Autorennen möglicherweise der Auslöser dafür gewesen ist. Und man hat schon gesehen, dass das Ausmaß der Beschädigung an den Fahrzeugen und das Spurenbild, also wie weit das Splitterfeld sich ausgebreitet hatte, dass das einen Eindruck hatte, wie man ihn in Berlin eigentlich nicht erlebt. Nun beginnt die Arbeit von Unfallgutachter Weide. Er wird bis zum frühen Morgen hier sein. Ich gehe am Anfang wirklich um den Tatort rum, aus möglichst großer Entfernung und gucke mir alles an. Weil das auch häufig so ist, dass die Sachen, die zunächst als das Wichtigste erscheinen, gar nicht unbedingt das Wichtigste sind. Das sind manchmal irgendwelche kleinen Details, beispielsweise Bauteile, die irgendwo hingeflogen sind, die man erst viel später entdeckt. Und damit man sie nicht erst viel später entdeckt und nachher zuordnen muss, gibt es ein Gesamtbild, so dass ich mich also wie so eine in so einer Schneckenform nach und nach immer mehr auf den eigentlichen Tatort konzentriere und der Hauptort ist dann der Kollisionsort. Die Ermittler sehen sofort, der Unfall an der Kreuzung Tauentzienstraße Ecke Nürnberger Straße muss sich aufgrund extrem hoher Geschwindigkeiten ereignet haben. Es sah aus, als wäre es im Unfallort auf einer Landstraße, wo so ein Disco-Unfall passiert ist, die Leute viel zu schnell unterwegs gewesen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass dieser Jeep, der war größenordnungsmäßig 70 Meter weit weg geschleudert worden, richtig wegkatapultiert worden. Und 70 Meter einen fast 2 Tonnen schweren Jeep Wrangler durch die Gegend zu schleudern, war mir sofort klar, das hat mit innerstädtischen normalen Geschwindigkeiten nichts zu tun. Und auch die anderen Wrackteile, die da rumlagen, waren so weit verstreut, das sah aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Bei dem hier beschriebenen Trümmerfeld, bei den Ausmaßen des Verkehrsunfalls, war es fernab jeglicher Fantasie, dass ich für mich ableiten konnte, wie dieser Verkehrsunfall zustande gekommen ist. Das wäre alles rein spekulativ gewesen. Dafür war auch bei der Abarbeitung keine Zeit, kein Raum und kein Platz. Dieser Anblick lässt auch den erfahrenen Gutachter nicht kalt. Also an dem Abend lag ja das Opfer noch in dem Jeep drin. Der Jeepfahrer lag da noch drin und ich habe gesehen, dass er am Kopf schwer verletzt war. Er hatte so eine Rissplatzwunde hier oben, wo man gesehen hat, dass ein Teil dieses Hardtops da richtig reingeschlagen hatte. Und ich hatte dieses Gefühl einfach nur von tiefer Dankbarkeit,
dass mir so etwas nicht passiert ist. Und das ist das, was bei mir in mir aufsteigt. Und dieses Gefühl von Dankbarkeit gibt mir Kraft. Und dann kann ich ganz konzentriert an meine Arbeit gehen und mir überlegen, so, und jetzt gilt es aufzuklären, dass auch das Opfer, was da liegt, nachher zu seinem Recht kommt, de facto, was ja wichtig ist. Ja, dass die Leute, die eben nicht mehr sagen können, wie es abgelaufen ist, dann trotzdem durch die Spuren und die Beweise, die man eben dann sichert, belegt bekommen, wie der Unfallhergang tatsächlich war. Warum musste das Opfer sterben? Diese Frage quält auch die erfahrenen Polizisten. Nach dem Dienst, bevor wir nach Hause gegangen sind, haben wir uns nochmal in einem Aufenthaltsraum auf der Dienststelle alle getroffen. Wir haben uns nochmal in die Augen geguckt und ja, ich habe abgefragt und wir haben untereinander aufeinander Rücksicht genommen und uns mal angeguckt, ob irgendjemand Hilfe braucht, ob es verarbeitet werden muss, das, was wir dort erlebt haben. Auch als Polizeidienstkräfte sind wir alle Menschen und haben möglicherweise oder haben definitiv irgendwo einen weichen Kern. Und so eine Bilder müssen verarbeitet werden. Das darf nicht und soll nicht mit nach Hause genommen werden. Insbesondere dann, wenn jemand hier den Bedarf dazu hat. Während Sören Marquardt die Nachbesprechung beendet, bereitet ein Stockwerk höher eine Kollegin in der Polizeipressestelle ihre Arbeit vor. Ihr Telefon steht an diesem Morgen nicht still. Ich bin so ungefähr um 4:45 hier zum Dienst erschienen, habe dann relativ schnell durch das Lagezentrum der Polizei über diesen Unfall gehört oder wurde darüber informiert. Und tatsächlich wenig später, als die Telefone freigeschaltet wurden, gingen bei mir auch die ersten Presseanfragen ein. Es deutete sich auch schnell an, dass es ein hohes mediales Interesse geben würde. Es war dann tatsächlich auch die Meldung des Tages. Die schrecklichen Unfallbilder brennen sich ins Gedächtnis. Trotzdem muss der Unfallgutachter ganz genau hinsehen. Jedes Detail kann wichtig werden. Ich erinnere mich dann, dass ich morgens früh noch da war, wirklich bis ganz zum Schluss, weil mich auch interessiert hat, wie die Verankerung der Lichtzeichenanlage war. Und zwar hatte der Mercedes im Auslauf nicht nur die Granitbarrieren, sondern auch so einen Ampelmast umgeknickt. Und da ging es mir dann auch darum, dass ich noch genau dokumentiere, wie ist der Ampelmast verankert. Und ich bin da morgens früh, ich schätze gegen 8, 9 Uhr, dann erst fertig gewesen. Ja. Als ich den Morgen dann nach Hause gekommen bin, habe ich mich kurz in meine Küche gesetzt, noch einen Tee getrunken und aber wirklich kurz Revue passieren lassen, was ich dort alles gesehen hatte bei diesem Verkehrsunfall. Ich bin dann ins Bett gegangen, würde behaupten, habe auch relativ ruhig geschlafen, bin gegen Mittag wieder wach geworden und ich weiß auch, dass ich im Laufe des Tages mit meinen Eltern nochmal darüber gesprochen hatte. Am Morgen danach sind die Zerstörungen immer noch sichtbar. Der Aufprall der Fahrzeuge war so heftig, dass Steine splitterten, eine Ampel zerbrochen ist. Ein Horrorunfall mitten in Berlin. Die Polizei ermittelt noch, aber fast alles spricht für ein illegales Autorennen. Es gibt Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass die Autos zu schnell unterwegs waren. Es gibt auch Zeugenaussagen, die behauptet haben, die beiden seien nebeneinander gefahren und haben auch rote Ampeln missachtet. Genaueres müssen aber jetzt die Verkehrsermittler herausfinden. Am Morgen des 1. Februar 2016. Der Unfall aus der Nacht ist das Thema in der Stadt. Auch Rechtsmediziner Professor Zokos hört auf dem Weg zur Arbeit davon. Das war ein Montagmorgen, 1. Februar 2016. Und das ging relativ schnell über den Live-Ticker der Berliner Online-Medien, dass es eben einen tödlichen Verkehrsunfall auf dem Kudamm gegeben hat. Und relativ schnell schossen auch die Spekulationen ins Kraut, dass es sich eben um ein illegales Autorennen als Auslöser für diesen Unfall handeln könnte. Doch das sind erst einmal Spekulationen. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, was genau auf dem Kudamm passiert ist. Mein Name ist Michael Zokos, ich bin Professor für Rechtsmedizin. Ich bin Institutsdirektor am Institut für Rechtsmedizin der Charité und Direktor des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin.
Noch behandelt die Polizei den Fall als Verkehrsunfall. Deshalb ist auch Kriminalhauptkommissarin Wolf erst einmal nur unbeteiligte Zuschauerin. Also als ich am nächsten Tag da vorbeigefahren bin, ich bin ja genauso gefahren wie an sich das Opfer über die Nürnberger Straße, um von da aus einzubiegen in die Keithstraße, wo die Dienststelle ist. Und ich bin ja nur vorbeigefahren und habe natürlich noch gesehen, dass da ein riesiger Unfallschaden gewesen sein muss. Mein Name ist Heike Wolf. Ich arbeite in der 2. Mordkommission, also dem LKA 112, und kümmere mich eben in der Regel um Mord und Totschlag. Hier war ja das Besondere auch noch, dass das verstorbene Opfer genau gegenüber von der Keithstraße, wo unsere Dienststelle ist, gewohnt hat. Das Opfer hatte ja ein relativ markantes Fahrzeug und so war dem einen oder anderen Kollegen bei uns im Hause auch dieses Fahrzeug schon bekannt. Das Opfer ist der 69-jährige Rentner Michael Warschitzki. Er soll ein übervorsichtiger Autofahrer gewesen sein. Das ermitteln die Beamten schnell. Sein tragischer Tod beschäftigt die Menschen in Berlin tagelang. Die Menschen, die da vor Ort versuchten, Hilfe zu leisten, die haben ja noch miterlebt, wie das Opfer gestorben ist. Und so war es alles. Also was wirklich diese egoistische Fahrweise mit diesem Rennen so angerichtet hatte, da werden noch ganz viele Menschen gewesen sein, die ein Trauma davon zurückbehalten haben. Und man hatte damals auch den Eindruck, dass es eigentlich ständig irgendwelche Unfälle gab, die wegen Raserei zustande gekommen sind. Es war relativ klar, dass das eine gerichtliche Obduktion wird, dass der Leichnam des Fahrers, der getötet wurde, von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wird und dann eben eine gerichtliche Obduktion von uns als Rechtsmedizinern durchgeführt wird. Aber das hat einige Tage in Anspruch genommen. Ein Tag später, 2. Februar 2016. Jetzt landen die Unfallakten bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Erstmalig Kontakt mit diesem Fall hatte ich am Tag darauf, am Dienstagmorgen. Es war tatsächlich so, dass mein damaliger Chef in meinem Büro stand und mich fragte, ob ich Zeit und Lust hätte, mich diesem Verfahren anzunehmen. Mein Name ist Christian Fröhlich. Ich bin seit 15 Jahren Staatsanwalt in Berlin. Christian Fröhlich ist ein erfahrener Staatsanwalt. Immer wieder bearbeitet er Fälle, die in der Berliner Öffentlichkeit für große Aufmerksamkeit sorgen. Die ersten Ermittlungen, die ich in diesem Verfahren einleitete, waren zunächst mal die Beauftragung des rechtsmedizinischen Gutachtens, sprich der Geschädigte musste untersucht werden im Hinblick auf die Todesursache. Nun bekommt Rechtsmediziner Professor Zokos von der Charité auch dienstlich mit dem Fall zu tun, den er schon aus dem Radio kennt. Die Obduktion fand dann am 5. Februar, also 4 Tage nach dem Vorfall, statt. Das ist das übliche Verfahren. Und der Leichnam des Getöteten lag dann eben 4 Tage beschlagnahmt von der Staatsanwaltschaft im Leichenschauhaus bei uns in der Rechtsmedizin. Professor Zokos zählt zu den renommiertesten Rechtsmedizinern in Deutschland. Seine Bücher sind Bestseller. Das übliche Vorgehen bei einer gerichtlichen Obduktion ist, dass 2 Obduzenten diese durchführen. Vorher haben wir eine computertomographische Untersuchung, das heißt also eine röntgenologische Bildgebung durchgeführt. Und dann beginnt man mit der äußeren Leichenschau, wo eben akribisch sämtliche Verletzungen protokolliert werden. Und dann im nächsten Schritt geht es an die eigentliche Obduktion, die innere Leichenschau. Schnell ist Professor Zokos klar, dies ist kein gewöhnlicher Autounfall. Die Verletzungen waren wirklich brachial.
Also das habe ich tatsächlich bis dahin bei einem Verkehrsunfall noch nicht gesehen, zumindest nicht in der Stadt. Solche Verletzungen sehen wir üblicherweise nur bei Sturz aus sehr großer Höhe, 10., 12. Stock. Und was ich auch noch nie bei einem Verkehrsunfall gesehen habe, dass sämtliche Rippen der linken Körperseite gebrochen waren. Das war aber auch noch nicht alles. Die eigentliche Überraschung erlebten wir dann erst, als wir eben die innere Leichenschau, die eigentliche Obduktion durchgeführt haben. Das war wirklich einmalig bis dahin. Also das ist wirklich ein Verletzungsmuster, was ich in dieser Dimension, in diesem Ausmaß, dieser Massivität bis dahin bei einem Verkehrsunfall im städtischen Gebiet noch nicht gesehen habe.